In Rio de Janeiro beginnt heute der zweitägige G20-Gipfel. Der Gruppe gehören 19 Industrie- und Schwellenländer sowie die EU und die Afrikanische Union an. Neben Gastgeber Lula da Silva sind auch US-Präsident Biden und Kanzler Scholz mit dabei, aber natürlich auch andere Staats- und Regierungschefs bei diesem Treffen in Brasilien. Russland ist durch den Außenminister Lavrov vertreten. Die G20 wollen unter anderem über den Kampf gegen Armut und die Reform internationaler Institutionen beraten. Auch die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten werden zur Sprache kommen. Wie nun zugeschaltet ist unser Welt-TV-Chefredakteur Jan-Philipp Burgert in Rio de Janeiro. Jan-Philipp, Olaf Scholz ist natürlich dabei nach dem Koalitionsbruch hier in Deutschland, aber innenpolitisch zumindest angeschlagen. Was kann er in Rio jetzt also wirklich noch bewirken? Also Nele, Olaf Scholz tritt hier tatsächlich als lame duck auf. So nennen die Amerikaner Staatschefs, die zwar noch im Amt sind, aber in Wirklichkeit sehr angeschlagen, die vielleicht vor der Abwahl stehen. Und damit ist Olaf Scholz nicht allein. Auch Joe Biden gilt als lame duck. Seine Tage im Weißen Haus sind gezählt. Und auch Emmanuel Macron, der französische Präsident, ist innenpolitisch schwer angeschlagen. Und das ausgerechnet bei solch einem Gipfel, wo es so sehr um die politische Inszenierung geht, auch um die Bilder. Und deswegen ist es für diese drei genannten Staatschefs umso wichtiger, jetzt hier vor der Kulisse Rio de Janeiros unter den ausgebreiteten Armen dieser weltbekannten Jesus-Statue, die man vielleicht hinter uns auch sieht, besonders tatkräftig und machtvoll noch aufzutreten. Und deswegen dürfte es auch überhaupt kein Zufall sein, dass Joe Biden ausgerechnet gestern, also kurz vor Beginn des Gipfels, angekündigt hat, dass eben auch amerikanische Waffen auf Langstreckenziele in Russland ausgerichtet werden dürfen. Ja, das ist natürlich eine große Entscheidung, die auch Auswirkungen auf Deutschland hat. Das sehen wir in der Debatte. Was bedeutet das für Olaf Scholz? Also diese Entscheidung des amerikanischen Präsidenten setzt den Kanzler definitiv unter Zugzwang. Denn Olaf Scholz hat auch in Gesprächen mit uns, in Interviews immer wieder betont, wie eng man sich mit den USA abstimmt, dass man in der Ukraine sozusagen im Gleichschritt marschiert, was die Unterstützung angeht. Und dieser Logik folgend müsste Olaf Scholz jetzt eigentlich endlich seine Zustimmung erteilen, auch für die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern aus Deutschland. Aber die Versuchung für den Kanzler ist natürlich groß, im Wahlkampf jetzt sich als Friedenskanzler zu inszenieren und sich zu distanzieren von Joe Biden. Und umso gespannter sind wir natürlich darauf, wie er sich hier äußern wird beim G20-Gipfel, was weitere deutschen Waffenlieferungen angeht und ob der Westen hier geschlossen auftritt oder ob man hier spüren wird, dass der Kanzler sich schon mitten im Wahlkampf befindet. Die Agenda insgesamt für dieses Treffen ist lang. Welche Rolle spielt die Ukraine also jetzt an Tag 999, morgen am 1000. Tag des Krieges tatsächlich beim G20-Gipfel? Bemerkenswert ist, dass die Ukraine nicht zu diesem G20-Gipfel eingeladen wurde, anders als zum Beispiel noch vor 2 Jahren beim G20-Gipfel in Bali. Da durfte Zelensky noch sprechen. Da gab es auch eine Abschlusserklärung, in der der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine scharf verurteilt wurde. Das ist hier nicht zu erwarten. Und es ist wirklich symptomatisch und aussagekräftig, dass der brasilianische Präsident Lula als Gastgeber Zelensky nicht eingeladen hat. Lula pflegt sehr enge Verbindungen nach Russland. Brasilien importiert fleißig Öl aus Russland. Und so sieht man auch so ein bisschen die globale Gewichteverschiebung, wenn man so will. Olaf Scholz hat ja Lula immer wieder umworben auch. Das hat aber anscheinend nicht viel gebracht, denn die Ukraine ist hier nicht mit am Tisch und das ist ein schlechtes Zeichen. Und die ukrainischen Diplomaten, mit denen wir hier gesprochen haben, ukrainische Regierungskreise, die sind tief enttäuscht und man hat die große Sorge, dass die Unterstützung des Westens und auch der großen 20 weiter abnimmt. Vielen Dank für diese Einschätzungen aus Rio de Janeiro, Jan-Philipp Burgert.